Erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. In diesem Video möchte ich euch meine kleine Bastelarbeit vorstellen, die ich zwischen den Jahren hier fertiggestellt habe. Das ist im Grunde genommen ein kleines Felsenstück, um den Übergang zwischen der Platte und dem Hintergrund so ein bisschen zu kaschieren und dem Ganzen so ein bisschen mehr Modelleisenbahn-Charakter jetzt nach und nach zu verleihen. Im Großen und Ganzen denke ich mir, dass es für die Ecke da hinten ganz okay ist. Es gibt nachher ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gut gefallen haben oder die ich mir anders vorgestellt habe. Aber im Großen und Ganzen für die Ecke da hinten als Übergang, denke ich mir, ist das ganz gelungen. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, von der linken Seite, wie ich dann die Aufnahmen gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich oben bei den Bäumen teilweise extrem dünne Stämme bekommen habe. Das werde ich bei Gelegenheit dann vielleicht nochmal ändern, denn die Baumstämme sind in dieser Stärke einfach zu instabil, um diese Bäume wirklich zu halten. Ich denke, beim kleinsten Windhauch werden die da oben einfach abknicken. Von der Optik her ist das ganz gelungen. Im Detail könnte man das eine oder andere verbessern, aber wir wollen ja steigerungsfähig bleiben und deswegen ist das nicht so dramatisch. Es ist auch nicht befestigt, sodass wir es jederzeit wegnehmen können und wenn mir was Besseres einfällt oder ich was Gescheiteres auf die Reihe kriege, dann werden wir es einfach austauschen. So, kurz zur Konstruktion. Unten drunter habe ich eine 3 mm Polystyrolplatte, die lag hier noch rum. Die Basis unten ist Styropor, das war das Einfachste, lag hier zu Hause auch noch rum von anderen Bastelarbeiten. Im Grunde genommen einfach alles zusammengeklebt. Dann habe ich es mit dem Messer bearbeitet, um die grobe Struktur rauszuarbeiten. Erstmal vollkommen ausreichend. Im nächsten Schritt wird es mit einer Art Gipsschicht überzogen. Ich nehme da einen Fugenfüller, der reißt mir nachher beim Trocknen nicht groß ein. Und man kann nachher problemlos seine Strukturen einritzen. Als nächstes habe ich die Mauer eingeritzt, ganz einfach mit einem Skalpell, nachher noch ein bisschen nachbearbeitet. Das Ganze ist nicht ganz so elegant geworden, wie ich mir es vorgestellt habe, weil das gar nicht so einfach war, diese leicht runde Form danach zu ziehen. Das Messer ist mir da ein paar Mal weggelaufen, sodass wir eine ziemlich krumme Natursteinmauer da mehr oder weniger draus bekommen haben. Oben als Abdeckung habe ich kleine Polystyrolstreifen aufgeklebt, sodass die Mauer nach oben hin zumindest einen ordentlichen Abschluss hat. Dann kommen wir schon zum Einfärben. Ich habe das als allererstes mit einem Haftgrund behandelt, dass mir die Farben nicht von dem Gips so weggesaugt werden. Das hat für mich den Vorteil, dass ich nachher auch die Farbe, die oben aufsitzt, mit einem Schwamm Stück für Stück wegnehmen kann, da wo mir das zu viel wird. Ich fange mit den hellen Farben an, gehe dann in die dunklen Farben rein und so geht das Schritt für Schritt weiter, bis ich nachher die Flächen noch begrünt habe. Dann haben wir die Mauer eingefärbt in verschiedenen Grautönen. Ist plastisch mir nicht ganz so gelungen, wie ich mir es vorgestellt habe. Als nächstes haben wir dann schon die erste Schicht von unserem Streumaterial aufgebracht, sodass man langsam erahnen kann, wie das Ganze nachher fertig aussehen könnte. Und als Abschluss noch ein paar kleine Sträucher und so weiter aufgebracht, die Bäume eingesetzt. Die Bäume selber sind ganz einfache Stecktannen gewesen. Ich hatte noch einige Wurzelfüße hier herumliegen, die ich eingefärbt habe und habe die Stecktannen dann oben aufgesetzt. Im Moment ist das Ganze erstmal vollkommen ausreichend von der Optik für mich. Ich denke, ich werde bei Gelegenheit die Bäume eventuell gegen selbstgebaute, feinere Bäume austauschen, aber hinten links für die Ecke, denke ich, tut's das erstmal. Es könnte noch das eine oder andere Detail hier reingebracht werden, aber dadurch, dass sich das ganz hinten in der Ecke befindet, denke ich mir, ist das im Moment nicht unbedingt nötig und das bleibt jetzt erstmal so, wie es ist. Ich bin erstmal froh, dass hinten der Übergang da ist und dass das Ganze ein bisschen mehr nach Modelleisenbahn aussieht, als vorher in diese komische Ecke zu gucken. So, hier das Ganze nochmal im Fahrbetrieb. Es werden ja nachher auch vorne noch Bäume gesetzt und kommen noch Gebäude davor, sodass das nicht weiter auffällt. Allerdings muss ich sagen, dass gerade die Mauer selbst für mich gerne ein bisschen plastischer hätte rauskommen können. Das muss ich beim nächsten Mal besser machen. Wahrscheinlich einfach noch ein bisschen tiefer einritzen und noch ein bisschen anders mit Farbe behandeln. Dann, glaube ich, kann man das nochmal steigern. Ich glaube, da habe ich schon Schlechteres gemacht. Kann damit erstmal ganz zufrieden sein und hinten in der Ecke macht sich das ganz gut. So, das war's von mir mit diesem kleinen Update-Video. Demnächst gibt's mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.